Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man solche farbenfrohen, leuchtenden Mangos malt. Ich habe eine kleine Skizze auf Arches 300 Gramm 100% Cotton Cold Pressed Papier im Format 15 x 19 gemacht. Sketch und Referenz verlinke ich euch in der Infobox. Hier seht ihr meine Farbpalette, wobei ich für die Mangos hauptsächlich Rot, Blau und Gelbtöne verwenden werde. Und nun würde ich sagen, legen wir los. Ich beginne damit, eine einzelne Frucht mit Wasser zu befeuchten. Nass in nass male ich jetzt mit Neapelgelb die erste Farbschicht. Dabei achte ich von Anfang an darauf, helle Flächen für Lichtreflexe stehen zu lassen. Nach und nach füge ich jetzt weitere Farben hinzu, in diesem Fall ein Mix aus Alizarin und Pearl Scarlet. Dabei verändere ich die Farben regelmäßig und füge mal mehr Orange, mal mehr Rot hinzu. Ich versuche die Farben ganz weich ineinander laufen zu lassen. Dafür gehe ich hier mit einem nur wenig feuchten Pinsel über die Pigmente. Da mein Papier schon Wasser aufgenommen hat, muss ich darauf achten, den Pinsel nicht zu nass zu machen. Ich habe meinem Rotmix hier noch etwas Braun hinzugefügt, um die Farbe zu intensivieren. Da Mangos alle unterschiedlich aussehen, kann ich Farbe ein bisschen nach Lust und Laune hinzufügen. Ich muss nur darauf achten, dass das Papier noch feucht ist. Hier verstärke ich die Gelbtöne mit Gamboge Nova. Durch das Licht, was auf die Oberfläche trifft, wirkt die Mango hier etwas blau, also füge ich Blau hinzu. Ich springe hier ein bisschen von Farbe zu Farbe, um einen natürlichen Mix zu gestalten. Um den Lichtreflex zu betonen, nehme ich hier etwas Farbe wieder ab. Dazu gehe ich einfach mit einem sauberen, nur wenig feuchten Pinsel über die entsprechende Stelle. Jetzt male ich mit einem Mix aus Van Dyke Brown und Payne's Grey den Stiel. Dazu tupfe ich einfach Farbe in die noch feuchte Fläche. Ein kleiner Ring drumherum mit einer transparenteren Mischung und fertig. Das Ganze wiederhole ich jetzt mit unterschiedlichen Farbkombinationen bei den anderen Früchten. Zuerst befeuchte ich die Frucht und dann male ich nass in nass. Diese Frucht möchte ich grün malen. Meine Grüntöne mische ich meistens aus Hansa Gelb und Ultramarin, wahlweise gebe ich aber auch Gamboge Neu, Neapelgelb oder Kobaltblau hinzu. Hier lasse ich auch wieder eine weiße Stelle für den Lichtreflex. Ein bisschen getupfte Farbe gibt eine schöne Struktur. Da die Frucht oben links getrocknet ist, kann ich jetzt sie daneben malen. Ich beginne wieder mit Neapelgelb und später einem Mix aus Alizarin und Pearl Scarlet. Ich versuche die Farben ständig zu variieren, damit es natürlich und interessant aussieht. Ich möchte hier etwas Grün hinzufügen, dazu gebe ich zuerst ein bisschen Ultramarin und Aureolin zu meinem Rot. Danach verwende ich etwas reineres Grün, so gibt es einen schönen Übergang. Ich vermische die Farben hier direkt auf dem Papier.
Bereiche, die mir noch zu blass erscheinen, intensiviere ich immer mit dem Hintergedanken, dass Aquarell deutlich heller trocknet. Immer gut im Blick behalten, wann es Zeit ist aufzuhören. Bei dieser Frucht habe ich etwas zu lange gearbeitet, deshalb wirkt sie etwas streifig. Aber das regeln wir später. Auf zur nächsten! Ups, das ist kein Problem, solange es noch feucht ist. Als wäre nichts gewesen. Hier verwende ich wieder eine Kombination aus Alizarin und Pyrrole Scarlet. Dabei verwende ich das Alizarin eher im Schatten als kühles Rot und das Pyrrole Scarlet als warme Farbe in den helleren Bereichen. Hier funktioniert aber jede Kombination aus einem warmen und einem kühlen Rotton. Ich mische hier gerne etwas Rot in die grüne Farbe, um die Leuchtkraft zu brechen. Ansonsten könnte das Grün eher unnatürlich wirken. Auch hier verwende ich wieder dieselben Schritte. Zunächst das Papier befeuchten und dann nass Farbe hinzufügen. Hier gebe ich etwas Braun und Payne's Grey in meinen Rotmix, um einen Schatten zu malen. Die kleine Ecke hier vom Hintergrund schließe ich direkt mit einem dicken Mix aus Payne's Grey. Weil die angrenzende Frucht unten nun noch feucht ist, beginne ich oben mit der zweiten Schicht. Hierfür befeuchte ich einfach wieder die komplette Frucht. Dafür ist Baumwollpapier besonders wichtig, weil sich auf Zellulosepapier die untere Schicht anlösen würde. Ich intensiviere nun die vorhandenen Farben, damit unsere Frucht nachher schön leuchtet. Ich benutze hier Pyrrole Scarlet und Cadmium Orange. Auch bei der zweiten Schicht darf der Pinsel nicht zu nass sein, weil wieder unser Papier schon Wasser aufgenommen hat. Ich gebe einfach Pigmente hinzu und verteile sie auf dem Papier. Hier fehlt mir nun doch etwas Grün, also bekommt die Frucht noch ein paar grüne Stellen. Durch das Tupfen lassen sich schön kleine Punkte darstellen, die Mangos oft auf der Schale haben. Hier ist besonders wichtig, dass nicht so viel Wasser auf dem Pinsel ist. In schattigen Bereichen füge ich meinem Grün etwas mehr Blau hinzu und in sonnigeren Bereichen etwas mehr Gelb. In Kombination mit dem Lichtreflex gibt das ein schönes Volumen. Nun bearbeite ich diese etwas streifige Mango.
Dafür übe ich schon beim Auftragen des Wassers etwas mehr Druck aus, um die untere Farbschicht anzulösen und ein bisschen zu verblenden. Danach trage ich auch hier einfach eine weitere Farbschicht auf und intensiviere alles. Mit etwas Paint Spray bekommt diese Mango nun auch noch einen Stiel. Um darzustellen, dass der Stiel etwas tiefer liegt, betone ich den Bereich außen herum mit Neapelgelb. Jetzt ist die Mango unten in der Mitte so trocken, dass ich die angrenzende Mango malen kann. Ich benutze hier einen Mix aus Hansagelb und Ultramarin. Außerdem füge ich auch hier meinem grünen Mix etwas Rot hinzu. Für einen Schatten an den Rändern benutze ich mein Rot mit etwas Paint Spray. Ich male nun direkt diesen Bereich des Hintergrunds. Dafür verwende ich nicht nur Paint Spray, sondern mische immer wieder Grün und Blau hinzu, um auch hier eine schöne Farbvarianz durch unterliegende Früchte darzustellen. Da der Hintergrund nass auf trocken gemalt wird, müssen wir hier etwas mehr Wasser verwenden. Jetzt befeuchte ich diese Frucht mit klarem Wasser für die zweite Schicht. Auch bei der zweiten Schicht achte ich darauf, meinen Lichtreflex weiß zu lassen. Diese Schritte wiederhole ich bei jeder Frucht. Hier benutze ich Alizarin und Pure Scarlet. Nun Hansa Yellow und Gamboge Nova zusammen mit etwas Ultramarin. Ich verblende die Farben gut miteinander und achte auf weiche Übergänge. Hier fehlt mir ein Lichtreflex, deswegen nehme ich mit einem feuchten Pinsel etwas Farbe wieder weg. Da das Baumwollpapier viel Farbe geschluckt hat, möchte ich hier noch eine dritte Schicht hinzufügen. Hier benutze ich auch einfach die gleichen Farben, um die Leuchtkraft zu erhöhen. Auch die Frucht hier unten ist mir nun etwas zu blass, also befeuchte ich sie wieder mit klarem Wasser und füge weitere Farbe hinzu. Das kann je nachdem, welches Papier ihr benutzt, auch nicht nötig sein. Nun bekommt auch der Hintergrund eine weitere Farbschicht. Wenn der Hintergrund noch feucht ist, gehe ich mit einem kleinen feuchten Pinsel über die Ränder, damit ein wenig Hintergrund auf die Frucht verlaufen kann und sich alles gut verbindet.
Um diese beiden Früchte ein bisschen voneinander abzugrenzen und zu zeigen, welche Frucht unten liegt, ziehe ich den Schatten aus dem Hintergrund auf die Frucht. Das verblende ich mit wenig Wasser, damit es keine harten Kanten gibt. Jetzt können wir schon das Tape abziehen und fertig sind unsere Mangos. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Malen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder gleich ein Abo. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.